9 Jahre habe ich bereits hier verbracht. 9 Jahre lang nächtelang durchgearbeitet, mir eine Sehschwäche antrainiert, auf 2 mögliche Beziehungen verzichtet und mir in einem Prototyping-Seminar das Handgelenk bis zum Kahnbein aufgeschnitten. Mein Name ist Max Faker. Ich habe am Massachusetts Institute of Technology Biomimetic Robotics studiert und als Jahrgangsbester abgeschlossen. Jetzt sollte ich mich eigentlich in die Welt da draußen stürzen, artifizielle Assistenten erschaffen und Geld verdienen, Karriere machen, ein Haus kaufen, meinen Teil zur Erschöpfung dieser Welt beitragen. Allein bei dem Gedanken daran wird mir schlecht. Ich stehe erst am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und fühle mich bereits jetzt ausgebrannt. Doch dann lese ich diese Ausschreibung. Werde Teil des Founding Labs, der Gründungsphase einer neuen Art von Universität. Von digitaler Transformation auf humanistischen Grundsätzen ist die Rede. Und das Ganze in Österreich, irgendwo in den Alpen. Good old Europe. Mein Interesse ist geweckt. Ein Start in etwas Neues, nicht nur für mich. Linz begrüßt mich von seiner besten Seite. Kleine Industriestadt mit familiärem Charakter und einem pulsierenden kulturellen Herzen. Stahlproduktion trifft Hip-Hop, traditionsreiche Geschichte, aber mit offenen Armen der Welt zugewandt. Bunt, divers, international. So ist mein erster Eindruck. Das Founding Lab findet in einem stillgelegten Postverteilerzentrum am Hauptbahnhof von Linz statt. Ein Gebäude, durchzogen von Kilometern an Förderbändern, die sich wie Gedärme durch einen Bauch aus Stahlbeton ziehen. Die Diskussionen mit anderen Studierenden und den Referentinnen geben Anlass zur Hoffnung, neue Impulse im universitären Bereich setzen zu können. Und dann ist da noch diese flirrende Hektik des nahenden Medienkunstfestivals, das hier stattfinden soll. Das Gebäude wird zu einem Bienenstock. An allen Ecken und Enden wird geschraubt, zurechtgeschnitten und verkabelt. Sobald mir die Workshops und Seminare etwas Zeit lassen, streife ich durch die Post-City und sauge die geschäftige Atmosphäre in mich auf. Und auf einmal taucht da diese Frau auf. Ein Gabelstapler. Pass auf! Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und fast wäre meine Reise zu Ende gewesen. Das war knapp. Hat dieser Typ vom Founding Lab keine Augen im Kopf? Er schaut etwas irre aus, aber ganz sympathisch. Irgendwie erinnert er mich an Freddie Mercury. I want to break free. Die nächsten Tage sind ein Bad in einem raum- und zeitlos erscheinenden Blumenmeer. Ihr Name ist Illa. Illusoria. Als wäre sie bloß ein fragiler Traum, aus dem ich jeden Moment erwachen könnte. Schon bald erkunden wir miteinander das Postverteilerzentrum. Ich führe ihn durch die Post. Jeden Abend streifen wir durch das Gebäude. Wir sehen dem Kommen und Gehen der Züge von der Dachterrasse aus zu, rutschen die monolithisch blauen Stahlrutschen hinunter, erkunden die entlegensten Winkel. Wir tanzen durch den Paketspeicher und finden uns morgens in der Capo wieder. Illa verändert meine Sichtweise auf Linz. Sie erzählt mir vom bevorstehenden Abriss der Post und dem neuen Stadtquartier. Ein Bestand von 110.000 Tonnen Stahlbeton.
nicht einmal 24 Jahre in Nutzung, geopfert auf dem Altar einer alles verschlingenden Plattformökonomie und ihrer Just-in-Time-Lieferketten. Und gleichzeitig soll die neue Universität auf grüner Wiese vor den Toren der Stadt errichtet werden. Hektarweise neue Flächenversiegelung in Zeiten des ökologischen Niedergangs. Und noch dazu in sensibler Lage, dem Frischluftkorridor der Stadt. Wie kann sich diese Universität einer nachhaltig digitalen Transformation verschreiben, wenn selbst ihr Grundstein auf alten Mustern gelegt wird? Ich bin Teil einer Gemeinschaft, die einen Gemüsegarten in Urfa bewirtschaftet. Leider müssen wir das Projekt beenden, da genau hier der Bauplatz für die neue Uni ist. Aber so einfach geben wir uns nicht geschlagen. Ich bin bereit, für die Utopie zu kämpfen. Ella hat eine ausgesprochen starke Persönlichkeit. Als die ersten Bagger kommen, organisiert sie Widerstand gegen das Bauprojekt. Recycle. Verschiedene Organisationen schließen sich den Demonstrationen an und die Lage scheint zu eskalieren. Mit mir spricht sie nicht mehr. Sie denkt, mir wäre das alles scheißegal. Aber ich kann dem radikalen Aktivismus nichts abgewinnen. Ich glaube, dass es konstruktivere Wege gibt, Dinge von innen zu ändern. Wenig später öffnet das Ars Electronica Festival seine Tore. Während sich das Founding Lab der Öffentlichkeit präsentiert, entdecke ich eine alternative Zukunft, in der das Postverteilerzentrum zu neuem Leben erwacht und die ITU ein gutes Zuhause inmitten von Linz findet. Es gilt, einige Entscheidungsträgerinnen und Politiker zu überzeugen. Aber ich habe jetzt eine Vision, wie ich Illa zurückgewinnen und die neue Universität zu einer wirklich transformativen Kraft machen kann. Wenn die Raupe anfängt, sich zu verpuppen, werden die ersten Zellen des neuen Körpers noch von ihrem Immunsystem bekämpft. Doch nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Die Zellen des neuen Bewusstseins werden mehr und mehr, bis sich schließlich ein Gleichstand ausbildet. In diesem Zustand ist ihr Körper formlos. Eine gallertmäßige Masse, scheinbar pures Chaos. Doch dann übernimmt die neue Idee die Kontrolle und transformiert den Körper der Raupe. Als sie aus ihrem Kokon hervorbricht, breitet sie ihre Schwingen aus und erhebt sich in die Lüfte.